Also der Kopfhörer schränkt meine künstlerische Freiheit ein. Hallo, mein Name ist Elmar Heckmann, ich betreibe ein Tonstudio und in dieser Videoreihe helfe ich euch als Musiker-Profi im Studio zu werden. Im letzten Video habe ich euch schon gesagt, wie im Großen und Ganzen die Studioarbeit abläuft und was ihr auf jeden Fall vorbereiten müsst. In diesem Video geht es darum, wie ihr die Studiozeit verkürzt, bei gutem Ergebnis und dabei neben Nerven auch Zeit und bares Geld spart. Hier die Tipps, los geht's! Erstens, noch vor dem Studiotermin. Als allererstes, übt die Songs so gut ihr könnt, damit ihr so wenig Aufnahmeversuche wie möglich braucht. Je mehr Versuche, sogenannte Takes, ihr benötigt, umso länger braucht auch die Nachbearbeitung. Übt mit Klick, also mit Metronom, dem Taktgeber, am besten mit Kopfhörer. Der Techniker wird euch nämlich einen Klick auf den Kopfhörer schicken, damit ihr immer im gleichen Tempo bleibt. Nur wenn ihr zu den Songs immer im gleichen Tempo singen und spielen könnt, kann auch der Techniker später ein Best-of all eurer Versuche schneiden, ohne dass man die Schnitte später merkt. Nehmt vorab einen Guide-Track auf, also eine Orientierungsspur, damit die einzelnen Musiker wissen, an welcher Stelle des Songs sie gerade sind. Auch hier muss es nicht unbedingt die beste Aufnahmequalität sein, eine Handyaufnahme mit Gesang und einem Begleitinstrument sowie mit Klick im Hintergrund reicht. Wer nur seine Stimme auf ein vorproduziertes Instrumental aufnehmen möchte, braucht den Guide-Track natürlich nicht machen. Zweitens, im Studio. Endlich seid ihr also in den heiligen Hallen des Studios und ihr habt alles soweit vorbereitet, doch auch im Studio sind ein paar Dinge zu beachten. Handy auf Flugmodus. Wenn die Phones in der Aufnahmekabine auf Netzsuche sind, verursachen sie Störgeräusche in den Mikrofonkabeln. Oder noch blöder, ihr werdet angerufen genau in dem Moment, wenn ihr euren Hammer-Take aufnehmt. In beiden Fällen muss die Aufnahme nochmal gemacht werden. Zweitens, keine laut raschelnde Kleidung. Drittens, nur der aufzunehmende Musiker ist da. Je mehr Leute da sind, umso mehr Ablenkung und damit umso mehr Fehler eurerseits bei der Aufnahme. Somit auch keine Groupies, ich meine natürlich Freunde und Freundinnen und natürlich sowieso kein Alkohol und keine Drogen. Neben dem Musiker, der in der Kabine steht, sollte nur der Techniker und höchstens das Bandmitglied dabei sein, das ein bisschen die musikalische Leitung übernimmt. So, das waren die wichtigsten allgemeinen Dinge im Studio. Was jeder Musiker, Sänger, Gitarrist, Schlagzeuger etc. noch speziell beachten sollte, erkläre ich euch in den nächsten Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Lasst gerne Kommentare da. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ciao. Fun Fact zum Schluss. Ein gemeinsames Album von Michael Jackson und Freddie Mercury kam unter anderem deswegen nicht zustande, weil Jackson sein Lama mit ins Studio gebracht hatte.